Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute geht es um ein extrem spezifisches, aber extrem auch wichtiges Thema im Bitcoin-Space, denn es geht um die Vorzugsaktien von MicroStrategy oder auch jetzt Strategy genannt. Und heute beschäftigen wir uns hauptsächlich oder eigentlich nur mit STRD. Ähm, STRD ist die Abkürzung für die Stride-Aktien. Und es gibt hier einige wichtige Punkte, die man beachten sollte. Ich erkläre erstmal, wie die Aktie aufgebaut ist und wie sie funktioniert und gebe dann am Ende eine Zusammenfassung zu der Aktie, was ich davon halte und wo man sie auch kaufen kann. Aber es gibt auch noch 3 andere Aktien, die ihr auch kaufen könntet. Dazu werde ich einzelne Videos hochladen und ich werde nochmal ein gemeinsames Zusammenfassungsvideo machen. Deswegen schaut euch die bitte alle an, abonniert dafür den Kanal, denn es ist extrem wichtig, ihr erwartet hohe Renditen. Es ist für jeden was dabei und es gibt sehr viele Dinge, die man beachten sollte. Deswegen hier mal ganz genau erklärt und wir gehen rein ins Video. Ich habe mir einige Notizen gemacht. Also es geht heute mal um Stride. Stride ist eine Vorzugsaktie von Strategy. Ich sag mal, wie ein Tochterunternehmen kann man sich das vorstellen. Praktisch ein Unterunternehmen im ganzen Komplex, der Geld einsammelt. Und zwar, wie machen sie das? Sie verkaufen oder sie geben neue Vorzugsaktien aus. Das Geld investieren sie dann in eben Bitcoin, nehmen das Geld, um direkt die Bitcoin-Käufe, die wöchentlich stattfinden, zu finanzieren. Und dafür geben sie aber das Versprechen, eine Rendite zu zahlen, beziehungsweise eine Dividende auf die Aktien. Und die Dividende ist eigentlich extrem sicher. Also ich sage jetzt nicht extrem zu 100%, aber sie ist wirklich ziemlich sicher. Mehr als eine Dividende von, ich sage jetzt mal, Allianz. Denn die Dividende ist vertraglich festgelegt. Wenn man diese Aktie kauft, dann bekommt man auch zu 99% Dividende. Und bei STRD ist die Dividende fest auf 10% festgelegt. Das heißt, ausgezahlt wird vierteljährlich, alle 3 Monate werden 2,5% auf deine Anteile ausgezahlt. Und du kriegst es praktisch auch direkt in Dollar. Genau, das ist schon mal ein großer Vorteil. Du hast hier eine sichere Dividende oder einen sicheren Zins von 2,5% im Quartal. Gemeinschaft, also zusammengezählt sind das 10%. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Jetzt Kursschwankungen. Die Aktie ist auch an der Nasdaq gelistet, hat aber kaum Kursschwankungen. Kaum. Die Aktie ist festgelegt auf einen Nennbetrag von $100. Dazu, also dort wurde sie ausgegeben und dort soll sie sich auch immer um den Kurs handeln. Es kann jetzt sein, dass zum Beispiel der Kurs fällt, weil gerade mehr verkaufen als kaufen. Das ist ganz normal. Was macht dann Strategy? Ja, die erhöhen einfach ein klein bisschen den Dividendenertrag oder dann den Dividenden-Yield, dass man jetzt praktisch, dass wieder mehr Leute sagen, okay, ich kriege jetzt noch eine höhere Dividende und dann kaufen wieder mehr Leute und so treibt das den Markt wieder hoch nach oben. Was passiert, wenn jetzt der Preis zu hoch steigt? Nehmen wir mal an, er steigt von 100 auf 110. Er soll sich immer zwischen 90 und 110, nenne ich das jetzt mal, so in einem kleinen Space machen. Wenn er auf 110 steigt, dann geben Sie ganz einfach neue Aktien aus. Dann gibt es wieder mehr Angebot, Angebot und Nachfrage und dann sinkt der Preis wieder etwas. Ganz einfacher Mechanismus. Das Ziel ist, möglichst immer den Kurs bei $100 zu halten, um hier eine Preisstabilität zu garantieren, dass man wie ein Girokonto, dass man sagt, ich zahle da 1.000 Euro ein. Ich möchte, dass da auch in einem Jahr noch möglichst 1.000 sind, vielleicht 950, vielleicht 1.050, aber dass es eben nicht so stark schwankt, aber dass man jederzeit Dividenden bekommt. Also es ist hier für Leute gedacht, die keine großen Kursschwankungen aushalten oder nicht aushalten möchten, aber trotzdem eine möglichst hohe Rendite erwirtschaften möchten, mit Hilfe vom Bitcoin, nenne ich es jetzt mal, weil diese Dividenden, die werden ja hauptsächlich auch mit den Bitcoin-Erträgen finanziert. In Zukunft aber erst und eben er rechnet damit, er zahlt 10 Jahre lang 10% Dividende und erst in 10 Jahren muss er praktisch 100% erwirtschaftet haben. Also muss der Bitcoin um 100% gestiegen sein,
dass er das finanzieren kann. Genau. Die Laufzeit, es gibt keine Laufzeit, also es ist praktisch, das ist immer auch sehr noch wichtig zu betonen, bei Vorzugsaktien gibt es oft eine Laufzeit, aber eben bei dieser gibt es keine. Die läuft unbegrenzt, um hier eben das auch zu garantieren. Genau, jetzt im Notfall, im äußersten Notfall, ich halte das für extrem unwahrscheinlich, denn Michael Saylor, der CEO, hat hier extrem viele Sachen bedacht und ist wirklich sicher gegangen, die Dividendenzahlungen sind eigentlich jetzt schon für die nächsten 72 Jahre gesichert, sagt er, und das ist auch das durch Quellen belegt. Erst wenn in 72 Jahren der Bitcoin-Kurs nicht weiter steigt, dann hat er ein Problem, aber da bin ich wahrscheinlich dann schon in Bitcoin-Rente und deswegen können wir das mal wann anders überlegen. Aber wenn jetzt das Unternehmen wirklich liquidiert wird, was passiert dann? Dann ist STRD, es handelt sich immer noch um STRD, etwas benachteiligt, denn sie verfallen, also man hat nicht direkt einen Anspruch auf diese $100. Problem ist, die MSTR-Aktien, also die Hauptaktien, die man sonst bei den ganzen Brokern kauft und die an der Börse hoch und runter gehandelt werden, die werden als erstes bedient praktisch. Danach kommen dann die ganzen Vorzugsaktien und selbst bei den Vorzugsaktien kommt man erst eher im letzteren Drittel. Das heißt, hier bekommt man nicht unbedingt sein Geld wieder und selbst wenn man es wieder bekommt, dann bekommt man bloß diese $100 wieder und nicht die Dividendenzahlungen, wenn man die noch nicht ausgezahlt hat. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, man hat hier praktisch nicht einen Anspruch auf die Dividende dann. Aber ich sage nochmal, Liquidierung extrem unwahrscheinlich. MicroStrategy ist selbst jetzt der Einkaufspreis von den Bitcoin ist unter dem Wert an der Bitcoins, die an der Börse gehandelt werden und es gibt praktisch gar kein Problem. Jetzt noch Nachteile, genau. Also die Dividende ist nicht garantiert, wenn das Unternehmen pleite ist. Dann noch ein weiterer Nachteil, den die anderen Aktien als Vorteil haben, und zwar die Dividende ist nicht kumulativ. Wenn das Unternehmen jetzt mal in Schieflage gerät, wenn jetzt der Bitcoin mal zur Zeit auf $10.000 fällt, was schon unwahrscheinlich ist, dann ist es jetzt das Unternehmen noch nicht pleite, aber in Schieflage nenne ich es jetzt mal. Und bei den anderen Unternehmen werden dann die Dividendenzahlungen ausgesetzt. Man macht praktisch wie eine Zinspause. Das heißt, du bekommst dann erst wieder Zinsen ausgezahlt, wenn wieder Geld da ist. Aber dafür bekommst du trotzdem Anspruch auf diese Monate, die du schon die Aktie gehalten hast. Nehmen wir mal an, ein Quartal wird nicht ausgezahlt. Dafür wird bei den anderen Aktien, das erkläre ich dann in den anderen Videos, die Dividende aufgeschoben und im nächsten Quartal werden 2 Dividenden ausgezahlt. Bei dieser Aktie STRD leider nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wer weiß, ob es soweit kommt, aber das muss man beachten. Deswegen vielleicht sind die anderen Aktien STRC, STRK, STRF eher was für einen. Schaut euch dafür am besten die Videos an. Dann natürlich weitere Risiko. MicroStrategy ist extrem vom Bitcoin-Kurs abhängig. Aber habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, ich meine, Bitcoin ist ziemlich, also da müsste schon wirklich viel passieren, dass hier der Kurs auf unter 10.000 fällt und dass dann auch noch MicroStrategy in Schieflage gerät. Genau. Dann, wo kann man die Aktie überhaupt handeln? Das ist auch gar nicht so einfach. Man kann sie zum Beispiel nicht bei Trade Republic oder Scalable handeln, sondern nur bei großen amerikanischen Brokern, die auch ein Angebot in Europa haben, weil es eben an der Nasdaq gelistet ist und nicht eben weltweit verfügbar. Beispiele wären hier zum Beispiel Robinhood, die auch sehr günstige Gebühren haben, wo man das eigentlich ganz normal kaufen kann. Oder ich nenne auch gerne Interactive Brokers. Die sind extrem seriös, würde ich sagen, und sicher. Und es ist wirklich ein Premium-Broker. Man zahlt vielleicht etwas mehr Gebühren, aber die sind immer noch extrem niedrig im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Und dort kann man die Aktie natürlich sicher kaufen. Was halte ich jetzt von der Aktie? Die Aktie ist eines der ersten Produkte gewesen von Strategy.
wo sie sowas angeboten haben mit Dividendenzahlungen. Deswegen ist es noch nicht perfekt ausgereift. Es läuft zwar noch weiter, aber ich denke nicht, dass sie hier noch viel mehr Aktien ausgeben möchten, denn es gibt schon bessere Aktien, die ich jetzt auch noch vorstellen werde, und die würde ich auch nicht empfehlen, keine Anlageberatung hier, aber ich würde mich eher auf die neueren fokussieren, denn die sind wirklich nochmal spezialisierter, mehr abgesichert, höhere Renditen, mehr Vorteile, genau. Und deswegen habe ich hier jetzt mal STRD vorgestellt, damit auch ihr euch ein Bild machen könnt, um was es da geht und ja, ob das was für euch ist. Jetzt habe ich hier noch auf dem Bild, sieht man jetzt nochmal, alles noch um also STRD, sorry. Der Preis ist gerade bei $72, die Dividende ist 10%, der effektive Yield heißt, wenn man jetzt kauft, wird erwartet eine Rendite von 13%, weil man ja bei $72 kauft. Also $72 ist schon extrem niedrig. Ich weiß ja, ich habe ja gesagt, der Preis sollte eigentlich bei $100 sein. Dann sieht man auch das Volumen, die nächsten Payouts und sowas. Das kann man alles auf der Website von Strategy nachschauen. Ganz einfach. Und dann sind noch die ganzen Dokumente verlinkt, wo das alles nochmal beschrieben ist. Ich habe das natürlich jetzt für euch angeschaut, aber ich habe es eben auch in die KI gepackt, habe gesagt, gib mir eine Zusammenfassung, alle wichtigen Fakten, vergleiche das mit den anderen und sag, wo sind hier Vor- und Nachteile. Ich hoffe, ich habe das hier in dem Video ganz gut zusammengefasst. Wenn ihr noch Fragen habt, das ist ein extrem komplexes Thema und man muss sich da auch erstmal reindenken. Das dauert ein paar Tage, noch weiter recherchieren, was er überhaupt mit diesen Aktien bewirkt, warum er die ausgibt, was für Interessen Strategy hat und was für Vorteile wir daraus nutzen können. Schreibt sie in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Ich beantworte die Fragen und bis zum nächsten Mal.